Hallo und herzlich willkommen auf Rabeas Kitchen. Ich habe für euch die saftigsten und leckersten Schokoladenmuffins ever mit einem super leckeren Nutella-Kern. Die sind einfach zu machen, probiert sie unbedingt aus. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuschauen. Kommen wir direkt zu der Zubereitung. Als erstes wird 200 Gramm weiche Butter mit 180 Gramm Zucker schaumig aufgeschlagen. Ihr könnt natürlich auch weiche Margarine nehmen, das ist egal. Das Ganze mache ich in meiner Küchenmaschine. Ihr könnt das natürlich auch gerne mit eurem Handrührgerät machen. Nach ungefähr 3-4 Minuten gebe ich jetzt die Eier hinzu. Jedes Ei wird 30 Sekunden lang untergehoben. Am besten wäre, wenn die Eier auch Zimmertemperatur haben, denn wenn ihr kalte Eier zu der weichen Butter hinzufügt, gerinnt die Butter und dann wird sie so flockig. Dann kriegt ihr nicht so ein super Ergebnis am Ende. Es ist wirklich wichtig, dass ihr jedes Ei einzeln unterrührt, also wirklich 20-30 Sekunden lang abwartet, bevor ihr das nächste hineinschlägt. So verbindet sich das Ei besser mit der Butter. Mehl, Backpulver und Backkakao mische ich schon mal hier in einer Schüssel zusammen. Und wenn die kompletten Eier untergemischt sind, gebe ich das Mehl hinzu. Von der Mehlmischung gebe ich erstmal nur die Hälfte hinein. Und dann füge ich auch schon direkt die Milch mit dazu, auch ebenfalls nur die Hälfte. Rühre das einmal kurz unter und danach, so nach 10-20 Sekunden, gebe ich nochmal die restliche Milch mit dem restlichen Mehl hinein. Ebenfalls wichtig ist, dass ihr das Mehl wirklich nur so kurz wie nötig unterhebt, also jetzt nicht so lange da rumrührt, weil sonst werden am Ende die Muffins nicht so schön fluffig, sondern eher so nass matschig. Also wirklich nur so lange wie nötig, kurz das Mehl unterheben. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Teigschaber am Rand entlang, verrühre das restliche Mehl noch ein bisschen und jetzt gebe ich noch Schoko-Chunks oder Schokolinsen, was ihr gerade da habt, in den Teig mit hinein und verrühre das mit dem Teigschaber. Bevor ich jetzt in meine Muffinform die Papierförmchen hineingebe, streue ich in jedes einzelne etwas Reis hinein und dann, wie gesagt, gebe ich erst die Papierförmchen rein. Das dient dazu, dass mir am Ende die Muffins am Ende unten drunter nicht so fettig werden. In jeder Muffinförmchen gebe ich jetzt einen halben Esslöffel von dem Teig. Es ist wichtig, dass ihr die Förmchen nicht zu voll macht. Erstmal nur einen halben Esslöffel und dann kommt ein halber Teelöffel Nutella, also eine Nuss-Nougat-Creme. Vor lauter Schokolade komme ich schon ins Stottern. Also einen halben Teelöffel Nuss-Nougat-Creme auf den Teig. Und wenn ihr dann alle gefüllt habt, kommt dann nochmal einen halben Esslöffel Schokoladenteig oben drauf. Wie gesagt, nicht zu voll machen, da sie ja im Backofen noch etwas aufgehen. Dann kommen natürlich noch ein paar Schokodrops oben drauf. Mehr Schokolade geht gar nicht. Und dann werden die gebacken bei 170 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Backofen für ca. 20 bis 25 Minuten. Backt sie unbedingt nach. Die sind wirklich super, super lecker, mega saftig und super schokoladig. Und wenn ihr die nachgebacken habt, schreibt mir unbedingt in den Kommentaren, wie die euch geschmeckt haben. Vor allen Dingen auch sehr gut geeignet für Kindergeburtstage, Kindergarten. Die werden wirklich so schnell vernascht. Auch mit dem Tipp mit dem Reis. Unten drunter sind sie auch gar nicht so fettig. Probiert es einmal aus. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Video. Bye bye.